Woher hatten die Mongolen all das Geld? Eigentlich stecken wir alle im selben System. Leute, heute erzähle ich euch von der gnadenlosesten, aber auch intelligentesten Kriegsmaschine, die die Geschichte je gesehen hat. Aber das Interessante ist, diese riesige Armee wurde weder durch Steuern noch durch Schulden oder endlose Bürokratie finanziert. Das Geheimnis war der Handel, aber nicht diese Art von Kaufen-Verkaufen-Sache, wie sie in Schulbüchern steht, sondern ein Handel, der darüber entschied, wer reich wird und wer von der Bildfläche verschwindet. Ein Handel, der die Spielregeln bestimmte. Normalerweise denken wir alle dasselbe. Wenn ein Imperium aufsteigt, lastet es auf dem Volk, treibt Steuern ein, stationiert überall Beamte und baut mit diesem Geld eine Armee auf, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Rom tat dies, Britannien tat dies, und seien wir ehrlich, moderne Staaten versuchen das heute immer noch. Aber die Mongolen wählten nicht diesen Weg. Diese Männer errichteten das größte zusammenhängende Landreich der Welt, obwohl es weder ein ordentliches Steuersystem noch eine Zentralbank oder eine sesshafte Bevölkerung zum Ausbeuten gab. Keine Einkommensteuer, keine Grundsteuer, nicht einmal ein Amt, das Buch darüber führte, wer wie viel Schulden hatte. Und doch bewegten sich ihre Armeen schneller als alle anderen, schlugen härter zu und konnten tausende Kilometer entfernt jahrelang Krieg führen. Jetzt müssen wir uns die eigentliche Frage stellen: Wie hält man eine so gigantische Maschinerie am Laufen, ohne das eigene Volk mit Steuern zu ersticken? Wir sind kein Staat, wir sind ein Netzwerk. Um die Logik der Mongolen zu verstehen, müsst ihr alles beiseite legen, was euch beim Wort Staat einfällt. Das Mongolenreich war nicht wie ein Staat konzipiert, sondern wie ein riesiges Netzwerk. Stellt euch den Beginn des 13. Jahrhunderts vor. Die Welt bestand aus zerstrittenen Blöcken. China auf der einen Seite, die islamische Welt auf der anderen. Europa beschäftigt mit sich selbst. Es gab zwar Handel, aber alles geschah im Schneckentempo. Jede Stadt verlangte ihren eigenen Tribut. Jeder kleine lokale Herrscher betrachtete den Händler als Gans, die man rupfen muss. Es gab Karawanenwege, aber an jeder Ecke wartete ein Bandit und an jeder Grenze ein korrupter Beamter. Der Handel floss nicht, er kroch förmlich. In dieses chaotische System trat ein Mann aus der Steppe hervor, den niemand ernst nahm: Temüdschin, besser bekannt als Dschingis Khan. Er besaß weder Ackerland noch Städte, in denen er Steuern eintreiben konnte. Eigentlich hatten die Mongolen jeden Grund zu scheitern. Doch gerade dieser Mangel zwang sie zu einer Innovation. Kümmere dich nicht um die Steuer, kontrolliere den Weg. Dschingis Khan wusste eines sehr genau: Wenn er versuchen würde, China oder Persien zu imitieren und darüber nachzudenken, wie man dem Bauern noch mehr Steuern abpresst, würde die mongolische Gesellschaft zerfallen. Also änderte er die Fragestellung: Wo müssen wir stehen, damit der gesamte Reichtum der Welt an uns vorbeiziehen muss? Seht ihr, diese Frage ändert alles. Handel braucht keinen Papierkram wie Steuern, er braucht nur Kontrolle. Und Kontrolle findet nicht auf dem Papier statt, sondern durch Sicherheit und die klare Botschaft: Wenn du einen Fehler machst, brennst du. Die Mongolen scherten sich nicht um die Sprache, die Religion oder die Identität der Händler, denn ein Händler will nur eines: seine Ware sicher von Punkt A nach Punkt B bringen. Die Mongolen machten der Welt folgendes Angebot: Schließt euch uns an, und wir werden euren Handel so schützen wie niemand sonst auf der Welt. Aber wenn ihr euch widersetzt, löschen wir euch komplett aus diesem System aus. Das war nicht nur eine Drohung, es war das System selbst. Die mongolischen Wege füllten sich mit Soldaten, Banditen wurde der Garaus gemacht. Händler erhielten spezielle Tafeln namens Paisa. Diese Tafeln waren wie eine Art Immunitätsausweis. Die Mongolen drehten den Spieß um. Während andere den Handel als etwas betrachteten, von dem man nach getaner Arbeit eine Gebühr verlangt, sahen die Mongolen ihn als etwas, dessen Weg man ebnet, um ständig daran mitzuverdienen. Sie errichteten keine Mauthäuschen, sie besaßen das System. Was hat das mit der heutigen Finanzwelt zu tun? Jetzt könntet ihr sagen: Ach Kumpel, das ist doch längst vorbei. Aber so ist es nicht.
Diese Logik der Kontrolle des Flusses funktioniert heute immer noch genau gleich. Gestern gab es Handelswege, heute gibt es Seewege und Glasfaserkabel für das Internet. Gestern gab es Karawansereien, heute gibt es Finanzzentren. Gestern gab es diese silbernen Tafeln, heute gibt es Zahlungssysteme und Kreditkartennetzwerke. Die wahren Gewinner sind immer noch dieselben. Nicht diejenigen, die mit ihrer Arbeit etwas produzieren, sondern diejenigen, die den Engpass kontrollieren, durch den das Produkt fließen muss. Überlegt mal, durch die Straße von Hormuz fließt 1/5 des weltweiten Erdöls. Dort produziert niemand etwas, niemand treibt dort Steuern ein. Aber eine einzige Krise dort lässt die Preise für alles, was wir hier kaufen, über Nacht in die Höhe schießen. Oder warum erleidet die Weltwirtschaft einen Herzinfarkt, wenn im Suezkanal ein Schiff quer liegt? Weil der Fluss stoppt. Die Mongolen hatten das schon vor 800 Jahren entdeckt. Macht kommt nicht durch den Besitz von Land, sondern durch den Besitz des Flusses. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.